Blue Talisman. Welcher dieser Düfte hier ist die beste Alternative zum Original? Und ich liebe diesen Duft. Blue Talisman, einer der besten süßlichen, frischen Düfte. Ich habe den am Anfang eine 8,5 auf Profumo gegeben. Jetzt gebe ich ihm eine 10. Ich liebe ihn einfach. Wow, geil. Könnt ihr schon mal in die Kommentare schreiben, liebt ihr diesen Duft auch und welche Alternative findet ihr am besten? So, und ich werde euch jetzt erzählen, welche Alternative, auch wenn da, warte mal, hier, Moin steht, ne? Moin aus Hamburg. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance. Und jetzt gehen wir rein. Ja, Blue Talisman. Was soll ich zu diesem Duft sagen? Es ist ein genialer Duft, den ich aktuell eine 10 gebe und es ist einer meiner Lieblingsdüfte in meiner ganzen großen Sammlung geworden. Das ist einfach so. So, diese Süße. Heute gehen wir auch nicht unbedingt von den Inhaltsstoffen, ist völlig unwichtig. Wichtig ist, wenn ihr nicht richtig viel Geld ausgeben wollt, dieser Duft kostet richtig viel Geld, richtig viel Schotter. Wenn ihr das nicht ausgeben wollt, könnt, whatever, dann habe ich Alternativen für euch und ich werde euch erzählen natürlich, ob überhaupt einer gewinnt. Ich kann jetzt schon sagen, meine Frau hat ihn auf Platz 2 oder 3 gesetzt. Da hat ein anderer gewonnen. Mein Ergebnis sage ich zum Schluss, also dranbleiben. Ja, Blue Talisman kennt ihr. So, wir fangen mal mit den Afnan an, weil das der erste war eigentlich, glaube ich, der ihn überhaupt ansatzweise rausgebracht hat. Es gibt so viel, aber wie gesagt, Blue Talisman, Nachbau hier, Turati von Afnan. Turati Electric heißt der, genau. Das ist der Turati Electric. Ja, ihr müsst da nicht so viel Geld ausgeben und ist ein, was die Haltbarkeit angeht, eine sehr gute Alternative. Hat eine schöne Spritzigkeit, muss ich schon gestehen, kommt richtig gut, einen guten Sprüher und hat eine schöne Süße, kommt dem Original schon nah, hat hinten raus aber nicht die Tiefe und ist ein bisschen kühler, vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen spritziger, finde ich, als das Original, weil da ist die Süße, aber es ist eben abgerundeter und so weiter. Und der Flakon, klar, da sage ich jetzt schon, das Original gewinnt da. Das muss man natürlich hier mögen, aber trotzdem ist es stabil, gut gemacht. Und ihr habt gesehen, dass der Sprüher gut ist. Wir können hier nochmal ganz kurz das Original sprühen. Dann riecht ja nachher alles so und so nach Blue Talisman. Das ist das Original. Das ist natürlich auch gut. Ja, es ist hinten cremig und so weiter. Ach, der Flakon ist auch gar mit dem Blau. Es ist schon sehr, sehr nice. Ja, ja, Turati Blue. Kann ich nur sagen, ist gut. Ich werde mein Ranking zum Schluss sagen, mein Ranking, ob er es besser macht. Aber ihr habt es ja schon gehört, ja, er ist gut, er ist richtig gut. Haltbarkeit bombastisch, eigentlich, ja, bei manchen weniger, bei manchen mehr. Kann gut mithalten. So, dann kommen wir natürlich zu den Lattafa Art of Universe. Den habe ich ja nur schon so oft vorgestellt. Also wenn ihr im Endeffekt den Blue Talisman als Date-Duft haben wollt oder als Clubduft, weil der ist schwerer, der ist süßer, der hat die Spritzigkeit nicht so, ist aber geil und hat natürlich eine starke Haltbarkeit. Ist, finde ich, für mich auch vielleicht metallisch ein bisschen oder mit, ja doch metallisch ja nicht, weil der ist ja nicht original, ist ja nicht metallisch, ist schon metallisch. Ist gut, habe ich auch so oft vorgestellt. Es geht gleich um die beiden. Mehr, die kennt ihr vielleicht noch nicht. Der ist nice. Ihr müsst da 39 Euro für ausgeben. Natürlich immer noch günstiger als das. Und ihr dürft nicht vergessen, die meisten kaufen den Blue Talisman auch überhaupt nur in 50 ml, weil 100 ist einfach schweineteuer. Wir reden hier übrigens von Eau de Parfum, nicht von Extrait de Parfum. Da gibt es auch noch was. Ja, auf jeden Fall, das sind 100 ml. Das sind alles 100 ml Flakons. Ja, aber wenn ihr ein bisschen Club-Vibes haben wollt, dann holt euch den Lattafa. Kommt dem Original dementsprechend nicht ganz so nah. So, dann haben wir hier einen Blue Magican, oder wie der heißt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Brand das hier ist. Auch lustig. Ja, warte mal. Nee, der steht nirgendwo drin. Das tut mir leid. Das ist Fragrance World, glaube ich, oder wie die heißt. Genau, die Marke. Ich mache ja Uncut. Ich wollte jetzt keinen Schnitt machen. Auf jeden Fall, ihr seht, das ist schon, man muss schon sagen, es ist schon geisteskrank. Es ist mehr viereckig, aber der Flakon, ja, außer dass er schwarz drin ist und der Sprüher ist jetzt auch nicht so schlecht, aber nicht so gut wie beim Original. Ja, ich kann jetzt schon sagen, der hat gewonnen bei meiner Frau. Ich finde nicht, dass er das 100% macht. Anders, aber meine Frau mochte einfach die DNA ein bisschen lieber als beim Original. Schaut euch das mal an.
das ist schon, ja, das ist schon heftig, ne? Also, ja. Das ist aber wirklich sehr, sehr gut. Der Bau also, ist 'ne sehr gute Alternative für, ich glaube, nur 12 € 100 ml, und der hält jetzt auch nicht, dass das so nach 2 Stunden weg ist. Nein, der hält tatsächlich auch 5, 6, 7 Stunden. Das ist schon nicht schlecht. Und wenn man dann auch noch den Flakon, wenn man damit rum angeben möchte, aber ganz ehrlich, ja, macht eine Alternative. Das sieht zwar genau gleich aus, warum, weshalb, wieso? Das ist dann wirklich so, finde ich schon, ich will nicht sagen Fremdscham, aber wenn man jetzt sich das nicht leisten kann, kann ich das verstehen. Aber genau den Nachbau so nachts ist auch vor allen Dingen dreist, finde ich. Muss man ja auch schon gestehen. Ja, der Fokus nimmt das hier nicht so gut bei der Cam. Ich muss eine neue haben da. Auf jeden Fall. Aber es geht ja um den Duft, und der ist schon richtig gut gemacht. Also alle, kann ich jetzt schon sagen, sind gut. Außer, dass der Lattafa, der geht am finde ich, am weitesten von allen vom Original weg. Ja, aber der ist schon gut. Jetzt kommen wir zu den Mason Alhambra, Masion Alhambra und der True Worth. Für mich ist das der Gewinner von den Alternativen, finde ich persönlich. Obwohl, nachdem ich den jetzt wieder gerochen habe und weil der länger steht, der Blue Terrati Electric, bla bla, das ist schon so viel. Aber hier, wenn ihr den sprüht, der geht so. Der Sprüh ist jetzt nicht, da kommt nicht so viel raus, aber da meines Erachtens ist er am dichtesten dann, wirklich. Und ich will nicht Prozentzahl sagen, ich sage nur, der ist wirklich gut für 18 €. Bombastisch gut. Da sieht das natürlich ein bisschen anders aus, klar. Aber ja, ich wollte dieses Video eigentlich schon sehr, sehr lange machen. Ich habe das immer vergessen, immer verschoben. Also ich finde ihn alternativ, ich sage es jetzt schon, ich löse das jetzt schon auf, finde ich mit am besten. Mag sein, dass der Turati am meisten Power hat, was die Frische angeht, und überhaupt diese DNA ist schon sehr gut, aber Frisser, das ist, ja, der ist gut, aber der ist sogar mit, ja, ne, aber es ist mehr Clubbanger, und man schwenkt zwischen den beiden. Das ist wirklich nicht einfach. Die sind schon wirklich gut gemacht, aber das ist so mein Ding. Aber für mich, und das ist nicht, weil ich immer sage, ich stehe zu 'nem Original. Wenn es eine Nachbau, eine Alternative gibt, die besser ist als das Original, sage ich euch das, aber in dem Fall nicht. Er ist einfach der King, den stellen wir hier hin. Hier, hallo, hier ist Papa. Das bin ich. Ich bin absolut nice. Und ja, das ist, so rundet das einfach ab über die Stunden. Insgesamt hast du ihn, diese DNA ist vollkommen, und es ist einfach das Original, das dürft ihr eben nicht vergessen. Aber ganz ehrlich, ich nehme den noch mal weg, ne, lass mich stehen. Ganz ehrlich, alle Alternativen sind nice. Ich feiere diese DNA. Gab es so irgendwie ja vorher irgendwie nie, verbessert mich. Das Extrait de Parfüm möchte ich auch unbedingt noch haben, jetzt irgendwie doch, ist mir aber irgendwie, selbst mir, und ich mache ja normalerweise hier, ne, ich hole einfach so, wenn ich will, aber hört sich blöd an, aber es gibt manche Düfte, wo ich sage: „Ne", aber bei frischen Fallen. Ich bin ja auch nicht unbedingt so 'n Fan von frischen Düften. Ich habe einige, die ich habe, finde ich gut, aber ich bin da nicht so, außer hier. Mir hat der erst nicht gefallen. Ich habe dem 'ne 8 gegeben, das Extrait de Parfum. Ich habe den aber auch am Anfang 'ne 8,5 gegeben. Jetzt hat er 'ne 10. Und ich habe da bei Bräuninger war ich so viel an den Tag gerochen. Kann natürlich sein, dass das alles 'n bisschen too much ist. Und dementsprechend, ja, ihr seht das jetzt grade nicht, weil hier Moin ist. Ist auch egal, ihr habt den ja gesehen. Ich kann nur sagen, vielleicht testet die alle. Und wenn ihr das Original habt und 'n bisschen rumexperimentieren wollt, sprühen wollt, dann holt euch das. Es ist günstig. Hier, das teuerste ist der hier mit 40 € und das hier 18 €, noch weniger, ne, der noch weniger, der 18 €. Das ist alles günstig, und ihr habt ähnliche Düfte. Die anderen beiden sind sehr nah dran, finde ich. Eigentlich sind alle sehr gut nah dran, außer der Lattafa, der ist so 'n bisschen, weil er so 'n bisschen mehr schwerer, dunkler auf die Fresse. Ja, ihr könnt mal sagen, was ihr davon haltet. Kennt ihr vielleicht alle an? Jetzt muss ich einen kurz reinwerfen. Der Legacy, da gibt's ja noch so 'n blauen Legacy. Ähm, ach, könnt ihr hier so und so nicht singen, scheiß drauf. Der Legacy, der so 'nen langen Flakon, den kenne ich nicht. Der soll aber, viele sagen, ja, der ist, so extrem dicht dran. Ja, aber ganz ehrlich, hier vor allen Dingen der, was soll ich sagen, ist extrem dicht dran. Also, den hole ich mir vielleicht doch irgendwann noch mal, dann habe ich aber 5 und dann reicht das. Das Original bleibt trotzdem das Original, ist einfach so. Aber ihr könnt ja mal unterschreiben, was ihr davon haltet. Dann bin ich raus. Grüße gehen raus an euch.
alle und an meine Mitglieder. Schön, dass ihr noch dabei seid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde.